Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und heute zeigen wir dir beim Demo-Doppel Ideen mit der Produktreihenkollektion Liebliche Natur von Stampin' Up! Bei mir gibt es ein Mini-Album, das sieht so aus, was sich sehr gut als Erinnerungsalbum gestalten lässt. Da kann man hier sowas einkleben, hier noch was einstecken, aber dazu später mehr. Das Video von Angela verlinke ich dir am Ende und den Link zu all unseren bisherigen Demo-Doppel-Videos findest du in der Beschreibung. Dort findest du auch alle Maße, weil es heute ein bisschen mehr ist. Ich würde sagen, wir fangen auch mal direkt damit an. Das Album habe ich das allererste Mal vor 5,5 Jahren in meinem ersten Workshop bei Angela gebastelt. Das Einzige, was ich davon habe, sind noch diese beiden Bilder. Das Album selbst existiert tatsächlich immer noch, ist aber bei meiner Nichte. Damals, ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt in diesem Workshop, haben wir dieses Album gebastelt. Hier sieht man das auch so ein bisschen, wie das von innen aussieht, von außen. Und ich fand das so toll, hier mit diesen Edelsteinen, meine Schwester Goldschmiedin ist. Und das passte einfach perfekt. Deshalb habe ich es meiner Schwester geschenkt und meine Nichte hat es sich unter den Nagel gerissen. Und das wollte ich heute einfach mal nachbasteln. Habe mir die Bilder angeguckt, habe mir die Maße überlegt. Und ich denke, es ist ganz gut gelungen, was dabei herausgekommen ist. Für das Mini-Album braucht man eine ganze Menge. Mein Spickzettel dafür ist ziemlich lang. Wie gesagt, es steht in der Beschreibung drin. Und immer wenn ich einen Teil brauche, nenne ich es. Ich liste es einfach diesmal nicht sofort am Anfang auf. Schreib mir gerne, ob du auch irgendwas hast, was dich so sehr begeistert hat, dass du einfach damit weitermachen musstest. Das finde ich sehr spannend. Schreib mir das einfach mal. So, das Mini-Album hat hier vorne einen Magnetverschluss. Hier 2 Einsteckfächer. Und hier 8 Karten, die man entweder beschriften oder mit Fotos bekleben kann, wie man möchte. Und lässt sich halt so mit dem Magneten schließen. Für den Kasten, sage ich mal, brauchst du ein Stück extra starken Farbkarton in 15 x 29 cm. Und der wird gefalzt bei 10, bei 12, bei 22 und bei 24 cm. Das machen wir hier einmal gemeinsam. So, die lange Seite anlegen. Und wie gesagt, falzen. 10, bei 12, bei 22 und bei 24. Ich habe extra den extra starken Farbkarton genommen, weil es ja doch schon so ein bisschen mehr aushalten muss. Ich falze das jetzt einmal vor, einmal grob. So, einmal alle Linien nachfalzen. Zwar alle nach innen. Ich lege es mir dann aber wieder aufgeklappt hin, damit ich es nach und nach bekleben kann. Ich drehe es einmal um, das ist jetzt außen. Ich lege das hier einmal parallel dazu. So. Man braucht für außen, für dieses und für dieses Feld Designerpapier in 14,5 x 9,5. Für die beiden schmalen in 14,5 x 1,5. Und hier für die Klappe nochmal ein Stück in 14,5 x 4,5. Und damit wir hier nicht 30 Jahre beschäftigt sind, habe ich das bei mir auch schon einmal vorbereitet. Ich arbeite heute auch wirklich nur mit dem Designerpapier von der Kollektion. Es ist einfach zu schön. Man kann aber natürlich innen drin mit den Stempeln noch was gestalten. So. Ich finde so ein Mini-Album, wenn man zum Beispiel einen Geburtstag hat, einen runden, könnte man das hinterher mit den Fotos, die entstanden sind, gestalten. Oder wenn man auch ein schönes Geschenk, fände ich, wenn man irgendwie eine Reise verschenkt oder man weiß, da fährt jemand irgendwo hin, dann könnte man das zum Beispiel damit gestalten.
Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, wie man das nutzen kann. So, Abstand 2,5 mm etwa in alle Richtungen. Das Designerpapier habe ich dann in unterschiedlichen Farben, ja, unterschiedliches Designerpapier ausgeschnitten, damit das nicht einheitlich ist. So, das sind die beiden Streifen in 14,5 mal 1,5. Die kommen jetzt hier hin. Da. Und ich finde dieses Papier auch für eine Hochzeit wäre das sehr schön, weil dieses Papier ist einfach super edel. Ich finde das so richtig, richtig schön. Oder zu Omas 80. zum Beispiel. Also das Mini-Album hier lässt sich wirklich für sehr viele Anlässe gestalten. Und hier sehe ich, das habe ich ja super gemacht. Mein Stück ist zu kurz. Also immer darauf achten, dass sie lang genug sind. Und das Außenstück, mal gerade gucken. Das ist 14,5 mal 4,5 cm. So, das war schon die Außengestaltung. Und das sieht dann so aus. Könnte da jetzt noch, habe ich mir nicht so ausgeschnitten, aber das verziehe ich erst am Ende, aus dem Designerpapier noch ausgestanzte Elemente einfügen. Dann drehen wir unsere Vorlage auch einmal um. Für innen braucht man für die beiden großen Felder 2 Stück Farbkarton in 14,5 x 9,5. Hier wieder 2 schmale Streifen Designerpapier in 14,5 x 1,5 und die Lasche auch 14,5 x 4,5 cm Designerpapier. Und auch das habe ich alles schon vorbereitet. Es ist ein bisschen mehr Material, was drauf geht, ja, aber ich finde, das ist es absolut wert. Also wenn man sieht, dieses allererste Album wirklich und überhaupt das erste Element, was ich mit Stampin' Up gestaltet habe, existiert immer noch nach 5,5 Jahren. Meine ich, dass es 5,5 Jahre sind. Ja. Und das finde ich einfach so schön daran. Man hat wirklich ein Erinnerungsstück damit geschaffen. Und Angela hat mich angefixt, dass ich dabei bleibe. Hat sie gut gemacht. Nein, ich bastel einfach gerne und das hier gefällt mir einfach unheimlich gut. So, das zweite große Stück. Immer schön auf den gleichmäßigen Abstand links und rechts achten, oben und unten. Dann setze ich auch schon die beiden Stege hier noch in der Mitte ein. Ja, super, der ist mir auch zu kurz geraten. Hervorragende Arbeit geleistet im Vorfeld. Deshalb diesmal habe ich gemerkt, habe ich jetzt oben und unten den gleichen Abstand. Gucken wir mal, was der letzte sagt. Ja, super. Da habe ich wohl immer nur 14 cm statt 14,5 geschnitten. Geht auch, sieht man, sollte man aber nicht machen. Lerne aus meinem Fehler. So, und ich habe mich hierbei nur für 2 Arten vom Designerpapier entschieden. Für das ganz goldene und das mit den goldenen Elementen, wohingegen ich hier ein paar mehr genommen habe. Da habe ich 2 verschiedene von den Schrifttypen genommen und innen drin das, was so ein bisschen kariert ist. Aber ich finde, das ist beides sehr schön, je nachdem, wie man das gestaltet. Da kann man sich ja wirklich austoben, wie man möchte. So, gucken wir mal, auf welche Größe wir das hier geschnitten haben. Jo, das habe ich auch noch anders interessant kurz geschnitten. Spannend. Nächstes Mal besser messen.
So, damit haben wir den Umschlag schon mal fertig. Jetzt kommt dieses Element. Dafür, jetzt muss ich gucken, welches von meinen vielen Stapeln das hier ist. Dafür benötigst du 2 Stück Farbkarton, mein Spickzettel wenden. Und zwar einmal in 9,5 x 9,5 cm und ein kleineres Stück in 6 x 9,5 cm. Und dazu gehörig ein Stück Designerpapier in 5,5 x 9 cm und ein kleines für das große Element in 3 x 9 cm. So. Der Farbkarton ist genauso breit wie das Unterlageelement und wird 9,9 ist egal, hoch wie breit, an 3 Seiten ganz eng am Rand mit doppelseitigem Klebeband aufgeklebt. Ja. Und damit ich weiß, dass ich die Karte hinterher gut rausziehen kann, die habe ich schon mal ausgestanzt. So einen kleinen Tag hier, lege ich den rein, achte darauf, dass er nicht klebt. Das liegt aber ein bisschen beiseite. So. Und lege den unten wirklich an der Kante an, auch seitlich. Achte ich darauf, dass das wirklich überall Kante auf Kante ist. Und drücke die 3 Klebelaschen, nicht Klebelaschen, Klebeseiten fest. Und merke, das ist hier schon so ein bisschen buckelig. Und dadurch lässt sich der Tag auch super rein und raus bewegen. Dann das kleinere Element Farbkarton. Einmal an der langen Seite und die beiden kurzen Seiten mitkleben. Und hier genau dasselbe. Wusste ich doch, ich habe die hier schon vorbereitet. Wieder den Tag nehmen, schon damit reinlegen, drehen und wirklich Kante auf Kante schön legen. So. Jetzt sieht das ja so noch ziemlich unspektakulär aus, so blau in blau in blau. Aber das ändern wir. Dafür haben wir die beiden Stücke Designerpapier. Hier habe ich mich dann auch wirklich für eine durchgehende Farbe entschieden. Muss ich mal gerade gucken. Ich glaube, ich habe die auch aufeinander aufbauend geschnitten, genau. Und das wird auf das, wenn man nicht mehr genau sieht, bis wohin sein Farbkarton geht, kann man hier oben an seinen Tag legen und dann kann man das hier auch wirklich schön mittig mit den 2,5 mm Abstand platzieren. So, dann einmal das größere und das kleinere Element auch noch. Und das kommt hier oben drüber. Aber jetzt wieder denselben Spaß. Das heißt, ich gucke, wo meine untere Kante ist. Und meine obere Kante. Die hier muss noch so ein bisschen so. Gucke, dass ich diese Seite ausgerichtet habe miteinander. Und klebe das auch mittig auf. Und habe dann hier, das sieht man gerade nicht so gut, so wenn ich es hier rüber halte, ein durchgehendes Motiv. Das finde ich sehr schön. Das habe ich zum Beispiel hier auch gemacht. Von diesen großen Elementen, was mit dem Designerpapier dabei ist. Das habe ich mir auf die entsprechende Größe zusammengeschnitten und dann auch beide Elemente aufgeklebt, damit es ein durchgehendes Motiv ist. Finde ich sehr schön. So, das ist die Einsteckseite. Wenn sie sich so. Hier habe ich halt 2 unterschiedliche Tags genommen, einen größeren, einen kleineren. Dann kommen wir zu der Seite. Das ist hier eine ganze Menge Papier. Und zwar sind das, na, wo ist denn mein, da ist mein Element. 8 solcher Stücke Farbkarton im Maß 8 x 9,5. 9,5, ganz wichtig, ist die Breite. Und dann werden die
an der kurzen Seite angelegt, bei 8 cm, es wird die 8 cm Seite wird angelegt und dann gefalzt. Das hier zwar schon einmal, aber ich zeige das noch einmal. Und wird bei 7 cm angelegt, beziehungsweise bei 1 cm, links rüber 7 cm, rechts rüber 1 cm. Und alle 8 Elemente werden so gefalzt. Und dann habe ich mir schon den Klebestreifen auf diesen 1 cm geklebt, damit ich das nicht aufkleben muss, wenn ich das schon gefalzt habe. So, bei diesen hier habe ich es schon fertig. Und die werden dann, der Faltstreifen, was rede ich dann? Nochmal von vorne. Also, ich habe es gefalzt, habe meinen Klebestreifen aufgeklebt und falze dann so, dass der Klebestreifen nach innen geht. So, das wirklich schön fest, damit da eine wirklich gute Falzkante bei rauskommt. Jetzt wird es ganz kurz ein ganz kleines bisschen knifflig, aber das kriegst du auch hin. Ich habe es auch hinbekommen, dann kriegst du das auch hin. So. Klebestreifen abziehen, umklicken und unten, die Breite ist gleich wie der Untergrund, aber wir lassen nach unten ungefähr 2,5 mm Luft. Ja, dass ich was Falsches erzähle. Und setzen es dann oben ab und kleben es fest. Das heißt, es lässt sich so aufklicken. An dem hier sieht man es besser. Da ist unser gefalztes Element, was sozusagen kopfüber aufgeklebt wird. Was ich jetzt noch einmal mache, ist jetzt noch einmal ordentlich nachfalzen, damit es nicht ganz so hoch steht. Jetzt nehme ich das nächste Element. Wie gesagt, die Klebekante liegt rückseitig innen. Den hier habe ich schon mal falsch rum. Und setze dem, na, man sieht es an diesem hier besser von der Farbe. Also da ist meine erste. Und setze den zweiten mit der Kante genau hier oben dran. So. Hier, da ist meine Kante. Ich gehe mal so ein bisschen mehr ins Licht. Setze hier die hier genau an und lege ihn ab. Guck, dass er gerade ist. Drücke ihn hier fest und habe dann sozusagen die nächste Klappe mit 1 cm Abstand darüber liegen. So, das mache ich mit allen 8 Elementen. Nehmen. Guck mal, also ich lasse den hier so ein bisschen, leg den noch nicht ab, sondern lasse den noch so ein bisschen schräg, dass ich den so ranschieben kann. Leg ihn dann ab und kann ihn ganz bequem festdrücken. Umklappen, falzen, nächstes Element. Und ich sag mal, das ist auch wirklich das Kniffligste an diesem ganzen Album. Das hier sauber und gerade vor allem auszurichten. Gerade ist nicht so meine Stärke. Aber noch sehen sie ganz gut aus. So. Wenn man da erstmal den Dreh raus hat, dann bin ich mir sicher, dass du ganz viele von diesen Mini-Alben gestaltest, weil es einfach so flott geht. Wirklich. Das ist jetzt erst mein zweites und mein drittes so früher. Aber das geht schon deutlich schneller als beim ersten. So, wichtig ist vor allem, dass man nicht hier drauf klebt,
Jetzt geht das mit dem Aufblättern nicht ganz so schön. So haben sie wirklich den Platz, dass man sie alle umblättern kann. Richtig gut. So. Ich sehe, ich bin ein bisschen schief hier gekommen. Aber das gleiche ich jetzt mit dem obersten aus. Und zwar, indem ich ihn zwar an dieser Linie ausrichte, aber gleichzeitig an der oberen Linie ausrichte. Da hat er nämlich ganz normal seine 2 mm oder 2,5 mm. Und das heißt, ich zeige es gleich, da sieht man es ganz gut. Ich setze ihn also nicht an der unteren Kante gerade an, sondern richte ihn an der oberen Kante aus. Dadurch sieht er gerade aus. Oben, da merkt man es gar nicht, dass es da ein bisschen schief ist. Und mal sehen, ob man das sieht. Da ist so wirklich hier 1 bis 2 mm breiter, mehr Luft. Im Gegensatz zu hier, der wirklich nahe dran ist. Ja. Das war auch schon das Innenleben. Und hier kann man dann halt ganz toll Fotos draufsetzen. Oder man setzt noch einen andersfarbigen Farbkarton drauf und schreibt was drauf. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die der Verschluss. Dafür nehme ich ein paar Magnete. Man kann das natürlich auch hier drunter setzen. Ich arbeite lieber mit den Magneten, die oben drüber liegen. Wenn man die Magnete lieber unten drunter setzt, muss man rechtzeitig, bevor man das Designerpapier aufklebt, dran denken. Innenseite Außenlasche unten drunter, Außenseite das äußere große Feld. So. Und zwar kommt mein Doppelmagnet hier mittig hin. Ich lasse ihn jetzt einmal zu, dann kann ich das einmal zeigen. Dann klappe ich den gleich hier um. Gucke, dass das hier schöne rechte Winkel gibt und nicht irgendwie so steht, wenn ich den aufklebe. Das sieht blöd aus, sondern wirklich schön rechtwinklig. Dass diese Ecke hier oben in die Falzlinie reingeht. Und dann drücke ich hier fest gleich und befestige meinen Magneten. Also wirklich ganz wichtig, dass das nicht irgendwie so schräg hier gleich ist. Das sähe einfach nicht schön aus am Album. Da würdest du dich ärgern. Also, nicht den ganzen Magneten runter, nur das Papier. Also, hier gegendrücken, hier auch, dann ist der, rastet sozusagen in diese Falzlinie ein. Jetzt gucke ich noch, dass oben und unten wirklich hier auf einer Linie ist. Reibe hier so ein bisschen mit dem Daumen drüber und hält. Dann kann ich ihn jetzt hochheben, nochmal ordentlich festdrücken. Und das Mini-Album ist soweit erstmal fertig. Ich habe hier noch so ein paar ausgestanzte Elemente. Das ist auch aus diesem Papier. Und das sind so Randstücke. Das habe ich hier auch verwendet. Ich finde, die kann man auch sehr gut ausstanzen. Die muss man nicht wegtun. Und so für so eine Randgestaltung eignen die sich hervorragend. So. Jetzt gucke ich mal, was ich hier so habe. Was ich davon wirklich nehme. Ja, ich glaube, ich nehme tatsächlich nur dieses Element und setze es hier ins untere Drittel hin. Das mache ich jetzt ganz schlicht mit Kleberoller oder Flüssigkleber wird auch sehr gut gehen. Nein, da nicht, da nicht. Und die Seite kann ich mir sehr gut flach hinlegen. Und ungefähr hier. Nee, das war es tatsächlich. Mehr möchte ich da gar nicht dran gestalten. Ja, das ist, sage ich mal, mein Nostalgie-Mini-Album. Hervorragend zur Gestaltung von Erinnerungsalben. Ich hoffe, dir hat das gefallen und du machst das nach.
Lass mir gerne einen Daumen hoch da. Wenn du noch nicht hast, abonniere meinen Kanal und schau dir auf jeden Fall Angelas heutigen Beitrag an zu unserem Demo-Doppel. Dieses Mal mit der Produktreihenkollektion Liebliche Natur. Ich verlinke es auch gleich am Ende. Und sonst findest du in der Beschreibung einmal die Liste mit all unseren Demo-Doppel-Videos, die wir bisher gedreht haben. Ja, schön, dass du zugeschaut hast. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das zu gestalten. Ich hoffe, dir macht das auch so viel Spaß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Deine Annalena. Tschüss.